Die kalte Luft der alaskischen Wildnis kratzte in Davids Gesicht, während er mit seiner Gruppe durch den tief verschneiten Wald stapfte. In den Augen eines jeden lag ein Schimmer von Abenteuerlust, doch tief in ihren Herzen spürten sie die ständige Bedrohung, die diese unversöhnliche Gegend barg. Denn in der Wildnis Alaskas galt eine einfache Regel: ketten Sie Ihren Hund niemals draußen an. Eisbären waren immer auf der Suche nach Nahrung, und ein Angele-Inter-Hund war eine leichte Beute für einen hungrigen Jäger. Plötzlich hörte David ein leises Heulen, das durch die Stille drang. Er blickte in Richtung des Geräusches und erblickte einen kleinen, braunen Hund, der ängstlich an einem kurzen Seil hin und her zerrte. Es war nicht nur der Hund, der ihm den Atem stocken ließ. Nur wenige Meter entfernt, inmitten des glitzernden Schnees, stand ein riesiger Eisbär. Sein massiver Körper, bedeckt mit weißem Fell, wirkte bedrohlich, seine Augen funkelten in der Kälte. David und seine Gruppe trauten ihren Augen nicht. Der Eisbär bewegte sich auf den Hund zu, seine Schritte waren lautlos wie der Schnee selbst. Alle erwarteten den Angriff, das grausame Ende des kleinen Hundes. Doch was dann geschah, übertraf alles, was sie je erlebt hatten. Anstelle des erwarteten Ansturms bewegte sich der Eisbär vorsichtig und langsam auf den Hund zu. Er schien sich zurückzuhalten, seine Bewegungen waren sanft, fast zärtlich. Der Hund, der zuvor panisch gezittert hatte, begann sich zu beruhigen. Der Eisbär, statt den Hund zu verschlingen, streckte seine große Schnauze nach ihm aus und begann, ihn sanft zu beschnuppern. Dann, zu Davids ungläubigem Erstaunen, streckte der Eisbär seine Pfote aus und begann, den Hund zu streicheln. Es war ein Bild von ungewöhnlicher Zärtlichkeit, ein Moment von Frieden inmitten der rauen Wildnis. David, überwältigt von der Szene, griff nach seiner Kamera und fing an, zu filmen. Der Eisbär schien sich an dem Hund zu erfreuen, spielte mit ihm und ließ ihn sich an seiner riesigen Pfote reiben. Das Verhalten des Bären war völlig unerklärlich. Niemand hatte je so etwas gesehen. Die Gruppe verließ den Ort mit gemischten Gefühlen. Freude über die unglaubliche Begegnung, aber auch ein leichtes Unbehagen. Denn wie konnte man sicher sein, dass die Situation nicht ganz anders hätte ausgehen können? Eisbären waren Raubtiere, ihr Instinkt war es, zu jagen und zu töten. Dieser Bär war vielleicht einfach gut genährt gewesen, vielleicht hatte er einfach eine ungewöhnliche Zuneigung zu dem Hund empfunden. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass der Tod des Hundes in den Augen aller nur einen Moment entfernt gewesen war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.